Hallo und willkommen. Falls du dich zu Beginn gleich fragst, um was es in diesem Video geht, ist das genau der richtige Moment, dich ganz kurz hier abzuholen und dir zu erzählen, was es ist. Es ist eine gedankliche Reise, die wir am Ende des Videos dahin auflösen, dass du ein tieferes Verständnis für dich, für deine Umwelt und für Reaktionen bekommst. Möglicherweise löst das Video in verschiedenen Punkten aufgrund der Ansätze, die ich versuche darzustellen, Widersprüche in dir auf. Diese sind sehr wichtig. Immer wenn du dich dabei erwischst, dass du das Gefühl bekommst, dass hier etwas nicht stimmt, ist das eine Einladung deiner Seele, in diesem Moment kurz zu verweilen und etwas daran zu erkennen. Nun möchte ich gerne dich bitten, dich auf den Moment einzulassen, diesem Gedanken von mir zu folgen, ohne ihn zu bewerten, wenn du kannst. Vielleicht kennst du dieses Muster. Du tust etwas für andere, bist immer da, du hilfst, gibst und irgendwo ganz leise in dir entsteht eine Erwartung. Nicht bewusst formuliert, aber sie ist da. Die Hoffnung, dass etwas zurückkommt. Und vielleicht kennst du auch das hier. Schon wieder wurde ich ausgenutzt. Ich war doch immer da. Warum bekomme ich nichts zurück? Warum behandelt man mich so? Kennst du jemanden, der so spricht? Oder kennst du vielleicht sogar dich selbst darin? In der Soziologie gibt es ein Prinzip dafür, eine Art stiller Vertrag, ein unausgesprochener Austausch. Du gibst etwas und erwartest etwas, ohne es zu benennen. Eine Gegenleistung, könnte man so sagen. Ein Vertrag zur Selbstverpflichtung heißt das in der Soziologie. Das Problem ist nicht das Geben, das Problem ist die Erwartung, ohne diesen Vertrag geklärt zu haben. Und genau hier entsteht Spannung, Reibung und das Potenzial zur Enttäuschung. Aber was wäre, wenn der Ausgangspunkt komplett verändert werden würde? Was wäre, wenn du dir selbst erlaubst, zuerst Zeit für dich zu nehmen, dich um dich zu sorgen? Nicht als Egoismus, sondern als Grundlage für dein Leben. Stell dir vor, du kümmerst dich gut um dich. Ich meine wirklich gut. Du hörst auf deinen Körper. Du gibst ihm nur wirklich gutes Essen, gehst an die Natur, bewegst dich, wählst alles bewusst aus, was du konsumierst. Medien, Gedanken, aber auch Menschen. Du pflegst dich, achtest auf dich. Nicht um besser zu wirken, sondern um im Gleichgewicht zu sein. Und jetzt stell dir vor, du bist nicht mehr abhängig davon, was tatsächlich andere von dir denken und wie sie auf dich reagieren. Du gibst, wenn du geben willst, nicht um etwas zurückzubekommen, sondern weil du bereits erfüllt bist. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Was wäre, wenn die Menschen um dich herum genauso leben würden? Deine Freunde, deine Familie. Wie würden dann Begegnungen mit ihnen aussehen? Kannst du dir das vorstellen? Kannst du dir vorstellen, ihr sitzt in einem Restaurant? Alle völlig ausgeglichen, glücklich. Jeder hat sich um sich gekümmert, ist zufrieden. Jeder lacht, ihr seid präsent. Der Raum leuchtet. Keine versteckten Erwartungen, keine Sorgen, keine stillen Verträge, nur echte Verbindung. Kannst du dir diese Frage beantworten, wie sich das wohl für dich anfühlen würde? Und jetzt die entscheidende Frage. Was macht das wohl mit der Welt um euch herum, um dich herum, mit den Menschen, die dich und euch beobachten? Denkst du, sie fühlen sich angezogen oder vielleicht irritiert, vielleicht auch herausgefordert? Aber eins ist sicher, es wirkt. Denn Veränderung entsteht nicht draußen, sondern sie entsteht in uns. Sie wird durch uns verkörpert, wer wir sind, was wir tun. Wenn wir im Gleichgewicht sind, wenn wir gut für uns sorgen, wenn wir wirklich bewusst leben, dann geben wir unterbewusst etwas weiter und wir brauchen nichts zu erklären. Menschen werden angezogen.
überträgt sich, was wir in uns tragen. Denn gute Laune ist ansteckend, Zufriedenheit ist ansteckend, innere Ruhe ist ansteckend, Liebe ist ansteckend. Und genau hier beginnt etwas, eine andere Art von Pandemie. Eine, die wir nicht stoppen müssen, sondern tatsächlich zulassen dürfen. Eine, die nicht durch Zwang entsteht, sondern durch Imitation. Also beginn bei dir. Erlaube dir, gut für dich zu sorgen. Nicht aus Rückzug aus der Welt, sondern als Beitrag für sie. Und vielleicht steckt genau hier das, was wir uns alle wünschen. Genau solche Momente. In solchen Momenten, in denen wir das für uns erkennen. Dass es nie darum ging, die Welt zu verbessern, im Äußeren zu bearbeiten, sondern darum, uns selbst wieder zu spüren, uns selbst wahrzunehmen, uns selbst wichtig zu empfinden. Nicht irgendwann, nicht wenn alles erledigt ist, sondern genau jetzt. Denn wir sind nicht hier, um in einen Aufbruch zu gehen. Wir sind hier, um das Leben wieder für uns zu erkennen, um zu fühlen, um zu genießen und genau das weiterzugeben, was wir in uns tragen, ohne Worte. Und ich bin der festen Überzeugung, dass genau hier eine leise Veränderung stattfindet. Eine mit unseren Gedanken, mit unseren Entscheidungen. Eine damit, dass wir heute ein kleines bisschen mehr für uns sorgen. Wenn dich diese Gedanken berühren, wenn du spürst, dass du noch mehr möglich für dich empfinden kannst, dann ist das genau dein Weg. Ich habe noch weitere Impulse für dich, Gedanken, die dich begleiten können, Perspektiven, die dich verstärken, wenn du möchtest. Wenn du möchtest, schau gerne in meinen Verlauf in weitere Videos. Ich versuche den Alltag zu hinterfragen, neue Wege aufzuzeigen und Fragezeichen zu stellen, die uns emotional treffen, leise, still, vielleicht auch bewusst. Was ich mir wünsche, ist Glück und Zufriedenheit für uns alle. Diese habe ich in mir selbst erkennen können. Und wenn du das nicht nur in Worten, sondern auch in meiner Stimme, in meiner Haltung feststellen kannst, dann versuch so viel wie möglich davon mitzunehmen. Suche nach den Punkten. Suche nach den Antworten in dir. Stell dir die richtigen Fragen und vor allem sei glücklich, dass du leben darfst. Denn das Leben ist ein wunderbares Geschenk. Und die einzige Einladung, die hier ausgestellt wird, ist, das wiederzuerkennen, dich wiederzufinden. Wenn du in diesem Video leicht nur berührt wurdest, dann kann ich dir versprechen, dass auch die anderen Videos genau dieses wunderbare Gefühl in dir auslösen. Ich freue mich, wenn du die Bereitschaft in dir empfindest, mehr von mir zu hören, mehr von mir zu erfahren, um dich besser zu machen, deine Welt besser zu machen und somit den Beitrag zu leisten, den wir alle benötigen. Danke. Hab einen wunderschönen Tag und schön, dass es dich gibt.